Fester Arbeitsmarkt, Öl und Gas, Sorge oder Chancen? Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Von mir natürlich auch ein gutes neues Jahr. Die ersten Daten heuer waren besonders gut. Fast zu gut, bin ich geneigt zu sagen. Zuerst reden wir über den Arbeitsmarkt. Die Daten konnten überzeugen und brachten die Anleihenmärkte unter Druck. Der Arbeitsmarkt, das ist die Grafik links. Die Basis ist der langfristige Schnitt von 150.000 neuen Stellen und die jeweilige Abweichung nach oben und nach unten. Die graue Linie ist das Lohnwachstum. Auf der rechten Grafik zeigen wir die Renditeentwicklung der 10-jährigen Staatsanleihen. Zurück zu den Daten. Mit 256.000 neuen Stellen wurden die Erwartungen um fast 100.000 übertroffen. Somit wurden im letzten Jahr rund 2,2 Millionen Jobs in den USA geschaffen und die Arbeitslosenrate ging im Dezember moderat auf 4,1% zurück. Gesamt gesehen eine recht gesunde Entwicklung. Auch beim Lohnwachstum blieb es mit 3,9% im Jahresvergleich recht stabil. Die Marktreaktion war bemerkenswert, denn einerseits stiegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen kräftig bis auf 4,8% an und andererseits ist jetzt nur noch gut eine Zinssenkung der FED für 2025 eingepreist. Am Aktienmarkt kam es zu Gewinnmitnahmen aufgrund der gestiegenen Renditen. Es spricht doch einiges dafür, auf diesem Renditenniveau langfristig zu investieren, wie es zum Beispiel Pensionskassen oder unsere Fondsmanager machen. Werfen wir jetzt einen Blick Richtung Energiewerte. Einerseits ist medial immer wieder von Engpässen bezüglich der Gasspeicher in Europa zu hören. Andererseits hat Joe Biden seinem Nachfolger möglicherweise einen guten Deal vorbereitet. Zuerst nach Europa. Auch wenn die Preise für holländische Gasfutures zwischen 40 und 50 schwanken, ist es aktuell um einiges niedriger als die Höchststände nach der Pandemie waren. Andererseits war auch öfter die Rede davon, dass die Speicher sich zu rasch entleeren. Ja, die Speicher sind niedriger als im letzten Jahr. In der Grafik ist das die kurze orange Linie. Die ist aber immer noch über dem langfristigen Schnitt der letzten 10 Jahre. Die Gasspeicher sind im Schnitt zu 2/3 in Europa gefüllt. Österreich und Deutschland liegen bei über 70%. Und wenn man sich den aktuellen Verbrauch ansieht, dann reduziert sich das um ca. 20% im Monat in der kalten Jahreszeit. Also sind wir derzeit weit weg von einem Engpass. Aber noch 3 Punkte. Es wird weniger Gas für die Verstromung benötigt, da zum Beispiel in Deutschland die privaten Speicherkapazitäten auf rund 9 Gigawatt gestiegen sind. Das ist die linke Grafik. Das bedeutet in der realen Welt, wir haben, wenn die Speicher voll sind, rund Stromreserven für 6 Millionen Haushalte in Deutschland. In Österreich konnten wir Ende 2023 mit Stromspeichern rund 800.000 Haushalte versorgen. Tendenz steigend. Jetzt haben wir einen kalten Winter, das ist der zweite Punkt, aber geringere Industrienachfrage. Das ist zwar kein gutes Zeichen für die Wirtschaft, aber auch in Summe keine allzu große Belastung. Und drittens, wir bekommen genug Flüssiggas am Weltmarkt, vor allem aus Norwegen, den USA und Abu Dhabi. Welches Vermächtnis hat Joe Biden seinem Nachfolger hinterlassen? Er hat das umfangreichste Sanktionspaket gegenüber dem russischen Energiesektor unterschrieben. US-Öldienstleister wurden zum Rückzug aufgefordert. Das betrifft Offshore-Projekte. Ölhändler, aber auch Versicherungen, gegen die werden Maßnahmen ergriffen. Mit Surgutneft-Gas und Gazprom stehen 2 der größten russischen Energieunternehmen auf der Sanktionsliste. Und viertens, es ist auch die Zahl der sanktionierten Öltanker verdoppelt worden. Also die sogenannte Schattenflotte, die nicht unter russischer Flagge unterwegs sind. Wieso hilft das Trump? Er hat mehrmals angekündigt, man müsse mehr Druck auf die Beteiligten ausüben und bekommt er damit eine bessere Position, nach seiner Amtseinführung natürlich, gegenüber Präsident Putin?
ein klares Ja dazu. Wie war die Marktreaktion in den letzten Tagen? Der Ölpreis ist zuletzt auf über $80 das Barrel gestiegen. Aufgrund der konjunkturell geringen Nachfrage und der höheren OPEC-Ölförderungen ab dem zweiten Quartal 2025 kann man langfristig von tieferen Preisen ausgehen. Was ist diese Woche noch zu beachten? Inflationszahlen auf der einen Seite, GDP-Daten aus China. Die Berichtssaison beginnt heute. Allen voran sind die großen Banken im Fokus und natürlich nächste Woche am Montag die Amtseinführung Donald Trumps. Danach werden wir wahrscheinlich ein Feuerwerk an Anweisungen bekommen, was, wann, wie viel und wer und was auch immer und damit Klarheit bekommen. Bis dahin, euch eine erfolgreiche Woche, gesund bleiben, euer Larry.